Drei Jungs, ein Abenteuer. Viele Wanderungen und etliche Höhenmeter. Wir nehmen euch mit auf einen Urlaub inmitten der Südtiroler Alpen. Dabei befinden wir uns in der Region von Meran, in einem kleinen Dorf namens Tschenna. Wir wollen dort schauen, welches regionale Essen, welche historischen Attraktionen und welche Wanderungen wir in dieser Region hervorragend machen können. An einem Nachmittag machten wir uns in Erfurt auf. Allerdings war unser erstes Ziel nicht Tschenna, sondern München. Und dort übernachteten wir eine Nacht, um am nächsten Tag unsere Reise fortzusetzen. Der Badewanne und eine Dusche hatte. Und am Abend gingen wir in einen typisch bayerischen Biergarten und nach einer erholsamen Nacht und Frühstück direkt auf in die Berge. Als wir um 14 Uhr in Tschenna ankamen, schauten wir uns erstmal das Hotelzimmer an. Es gibt zwei nennenswerte Nachteile. Erstens, wir hatten Sommer und das Hotel hatte keine Klimaanlage. Zweitens, es war kein reservierter Parkplatz mehr verfügbar. Kann auch unsere Schuld gewesen sein, das nicht direkt kommuniziert zu haben. Egal wie, wir konnten beim Hotel nicht parken. Aber, und das kann ich gleich vorne wegnehmen, es gab auch schöne Details in diesem Hotel. Einen eigenen Pool, der uns jederzeit zur Verfügung stand. Außerdem eine wunderbare Aussicht und bequeme Betten. Und dafür, dass wir den ganzen Tag unterwegs waren, irgendwelche Wanderungen und Entdeckungen gemacht haben, war es völlig ausreichend. Tschenna ist relativ schnell erkundet. Klar, die Burg, die man besuchen kann, und die beiden Kirchen stoßen direkt raus. Allerdings gibt es auch weitere historische Bauwerke und eine stilvolle Eisdiele. Aber, und diesen Tipp gebe ich euch jetzt viel lieber mit, als auf historische Details einzugehen, es gibt einen kleinen Bauernladen. Der ist nicht direkt im Ort, man muss so 30 Minuten dahin wandern, aber es lohnt sich.
Es gibt noch 2 Dinge, die wir heute machen. Naja, eigentlich 3. Erstens, diese leckere Pizza aus einem originalen Steinofen essen. Zweitens, Minigolf spielen. Und drittens, die Route für morgen planen. Naja, und schlafen. Oh, leck doch. Jetzt seht ihr ein Hole-Mann auf Ankündigung. Morgen! Wir sind gerade auf dem Weg auf einer wunderbaren Seilbahn und werden heute auf den Rötspitze laufen. Der liegt auf 2725 Metern, ich glaube. Wunderbare Aussicht hier und extremst historisch. Das wird extremst geil heute. Wo gibt's keine Wege? Halten wir fest. Da gibt es keine Wege. Oh. Klein, aber fein. Alter, geil. Ja, Passt sich an. Erstmal die Käsespätzle. Ja. Erstmal. Wir haben es kurz nach 12 und 3,29 Kilometer der Strecke geschafft. Unser Routenplaner allerdings sagt 14 Kilometer. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen laufen. Aber das werden wir in keinster Art und Weise bereuen, weil es wirklich atemberaubend ist. Und jetzt essen wir erstmal etwas. Ein ungestärkter Mann kommt nirgendwo an.
So, wir sind im Tal gestartet mit der Bahn auf ungefähr 1500 Meter Höhe. Dann haben wir eben gerade auf der Hütte 1836 Meter Höhe kurze Mittagspause gemacht. Und jetzt ist der Moment, wo wir die 2000 Höhenmeter knacken. Weiter geht's bis auf 2400 Meter Höhe. Wir haben es geschafft. Die Sponsorseen liegen vor uns. Und ich empfehle euch, wenn ihr in der Region Meran seid, dann schaut euch sie einmal an. Sie sind wirklich faszinierend. Ihr müsst logischerweise ein bisschen wanderlich begabt sein, um die Strecke meistern zu können. 14 Kilometer am Tag sind nicht so einfach machbar, aber es lohnt sich wirklich. Ich empfehle es jedem, der in dieser Region ist. Schaut euch die Meraner Seenplatte an. Macht es einfach. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Nach einem Rast an der Oberkaseralm durchqueren wir nun gleich die Taufenscharte. Wir sind auf dem Rückweg. Allerdings haben wir uns den Weg zum Rötelspitz gespart, aus dem Grund, weil unsere Seilbahn um 18 Uhr wieder zurückfährt und wir das Ticket dafür haben und damit leider keine Zeit. Aber die 10 Kilometer Marke ist geknackt und es geht weiter bergab. I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Nach einem überwältigenden Tag gestern haben wir uns heute den kleinen Iffinger als Ziel gesetzt. Dabei fahren wir mit der Meran 2000 bis auf 2000 Höhenmeter und fangen unsere Tour an.
Also was habe ich auch nicht gesehen. Extrem fancy. Ja. Die größte Seilbahn Südtirols. Innerhalb von 7 Minuten ist sie aus der Talstation in der Bergstation. Mehr als 1000 Höhenmeter. Und das ist wirklich unglaublich. Dadurch, dass das angrenzende Skigebiet erstmal sehr lange, breite Wanderwege hervorsieht und bei Bauarbeiten auch viele Gegenstände irgendwo rumliegen, nicht der Brüller, aber immer noch schöne Aussichten, gute Einkehrmöglichkeiten und der breite Weg wird auch irgendwann wieder schmaler, wenn man das Skigebiet verlässt. Und wie angesprochen, wir hätten tatsächlich hier jetzt auch weiter die Fahrstraße gehen können, haben uns aber tatsächlich für den schmaleren und interessanteren Weg entschieden. Der Effinger ist einer mit der höchsten Berge der Sennentaler Alpen, in denen wir uns gerade befinden. Wir gehen allerdings auf den kleinen Effinger, weil der normale Effinger nur mit Kletterzeug besteigbar ist und das jetzt nicht die Option für uns war. Aber dafür bekommen wir wahrscheinlich gleich den besten Ausblick über ganz Meran und noch weiter.
Und nein, der Hund gehört nicht uns, aber er hat uns die ganze Zeit begleitet. War lieber bei uns als bei seinem Herrchen. Weiß ich nicht warum. Hat ihm wahrscheinlich sehr gut gefallen, was wir da gemacht haben. So, jetzt machen wir uns nach Chenna. Wobei die Ankunft ein bisschen schwieriger war als normalerweise, da gerade die Wahlen für die Miss Südtirol stattfanden. Und deswegen entschieden wir uns, nach Meran zu fahren, um erstmal Abendbrot zu essen. Was? Taschenpizza. Was ist eine Taschenpizza? Das, was du vor dir hast. Ich hab links geblinkt, weil ich irgendwie mal wieder rechts gewechselt habe. Ja, weiß ich. Du hast völlig recht. Ich hab dir zugestimmt. Irgendwie mussten wir dann doch noch mal zur Bühne und es hatte noch ein Bierstand offen, obwohl die Wahl an sich durch war. Ich hab ein Buch. Und meine Buchmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger. Janik, das war dein Einsatz. Ja, eigentlich macht er Luca als geiler. Super, Jungs, das habt ihr richtig gut gemacht. Gestern dort essen gewesen, heute zu Besuch. Wir befinden uns in der historischen Kulturstadt an der Passa, Meran. Und was Meran alles so zu bieten hat, das werden wir jetzt sehen. Kurze Frage, wieso hast du einen Mittelfinger genutzt zum Zeigen? So egal. Und hier ist die älteste Brücke also vom Passa, über den Passa, glaube ich. Und dann laufen wir hier an der Promenade wieder zurück. Und hier laufen wir dann noch die Laupengasse, das ist die Einkaufsstraße von Meran. Dann haben wir alles hier quasi angeschaut. Alles klar.
Alter Falter, mich hat jetzt an der Einkurve zu so übelst umgehauen. Zu erzählen. Ziel ist der Grillabend. Nur 2,7 Kilometer. 2,7 Kilometer vom Hotel entfernt. Wir kommen aus dem Freibad, haben uns gerade frisch geduscht nach dem Freibad. Und schwitzen jetzt. Und jetzt geht es 2,7 Kilometer quasi bergauf. Das heißt, dementsprechend ist unsere Körpertemperatur gerade schon wieder durchaus angestiegen. Dass man eigentlich quasi die nächste Dusche nehmen könnte. Aber naja, was macht man nicht alles für den Grillabend? Mal schauen, ob es sich dann auch wenigstens lohnt. Ja. Ich auch so. Perfekt. Ich auch. Jannik auch. Fürs Essen laufen wir hier diesen Berg hoch. Der sieht, glaube ich, nicht so steil aus, aber Der sieht ist wa- Ja genau, er ist sehr, sehr steil. Sieht wahrscheinlich auf der Kamera nicht so aus. Und ist alles klar. Es ist zum aus der Hose hüpfen. Oh Gott. Ball. Ball. Nein! Bum, bum, bum. Heute geht es in die Passerschlucht und direkt im Anschluss steil bergauf zur Eggersalm, um dort das letzte Mal gemütlich zu essen. Schließlich geht es nämlich morgen wieder zurück nach Erfurt.
das für eine Aufnahme wird. Nicht abgeschlossen. Auch nicht abgeschlossen. Der letzte Tag. Bin mittlerweile echt K.O. bei all den ganzen Wanderungen. Aber für diese Aussicht, es lohnt sich einfach. Was sagen Sie zu Tour-Yannick? Stabil und knackig. Nur ich fühle nicht, dass mein Trinken leer ist.
Bis alle. Ich werde hier nass. Ein spektakulärer Urlaub geht zu Ende. Wir konnten als perfekt harmonierende Truppe unvergessliche Highlights erleben. Und ihr konntet hoffentlich einen Einblick in unsere Erlebnisse inmitten der Südtiroler Alpen bekommen. Es war einfach zu krass. Hallo, wie geht es dir? Nein, das ist unscharf.